Hallo und herzlich willkommen zum Thema Verbindlichkeit in Xentral. In diesem Video zeigen wir dir, wie du eine neue Verbindlichkeit anlegen und bearbeiten kannst und was es alles dabei zu beachten gibt. Starten wir gleich in die Software. Um eine Verbindlichkeit in Xentral anzulegen, gibt es einige Möglichkeiten und die erste wäre, eine Bestellung als Verbindlichkeit weiterzuführen. Dafür geht man in den Bereich Einkauf Bestellungen, wählt eine entsprechende Bestellung aus. In dem Protokoll sieht man, dass zu der Bestellung noch keine Verbindlichkeit existiert und eine neue Verbindlichkeit kann man anlegen, entweder über den Button Verbindlichkeit anlegen oder übers Aktionsmenü als Verbindlichkeit weiterführen. Dann landet man direkt in dem Entwurf einer Verbindlichkeit. Die Daten werden automatisch zu dem Lieferanten, Betrag, Zahlungsbedingungen und so weiter. Das wird alles aus der Bestellung übernommen. Es gibt eine Möglichkeit hier, falls nötig, das Konto festzusetzen mit dem Haken. Das ist primär dafür da, wenn man die abweichenden Kontobedingungen für die Verbindlichkeit nutzen mag, als in Stammdaten vorhanden. Eine wichtige Option ist die Vorkontierung. Das heißt, die Vorkontierung ist für den Export zu Dativ wichtig. Und um die Verbindlichkeit vorzukontieren, klickt man auf Neuer Eintrag, wählt ein entsprechendes Sachkonto aus. Die Daten zum Betrag und Buchungstext, die werden automatisch aus der Verbindlichkeit, in dem Fall aus der Bestellung, übernommen. Und wir gehen auf Speichern. Dann auf der rechten Seite gibt es ein Feld für die Eingangsrechnung. Hier ist es möglich, eine Eingangsrechnung hochzuladen. Das versuche ich gleich mal von meinem PC hier rüber zu schieben. Genau, und dann erscheint der Beleg der Eingangsrechnung hier. Sollten mehrere Dateien, mehrere Rechnungen vorhanden sein von dem Lieferanten, dann haben wir hier oben den Reiter Dateien und hier besteht eine Möglichkeit, mehrere Dateien hochzuladen. Dann können wir das Ganze jetzt speichern. Und sobald wir die Verbindlichkeit freigeben, bekommt diese eine fortlaufende Nummer. Ist hier zu sehen. Ich gehe in die Übersicht zurück und da landen wir in der Übersicht aller Verbindlichkeiten, die im System vorhanden sind. Hier oben sind verschiedene Möglichkeiten zum Filtern. Und im Reiter in Bearbeitung sind die Verbindlichkeiten, die noch im Entwurfsmodus sind und können entsprechend noch bearbeitet und oder gelöscht werden. Die haben noch keine Nummer. Und bei den freigegebenen Verbindlichkeiten haben wir hier einen Monitor, Ampelsmonitor, und da sind verschiedene Sachen abzulesen. Zum Beispiel hier haben wir bei meiner Verbindlichkeit, die ich eben angelegt habe, die Wareneingangsprüfung, die noch fällt, die Rechnungseingangsprüfung, die noch fällt. Die Verbindlichkeit ist vorkontiert, haben wir eben gemacht, und die ist noch nicht ausgezahlt und das Konto ist noch nicht verknüpft für die Zahlung. Die ersten beiden Ampeln, die sind wichtig, damit diese Verbindlichkeit in dem Zahlungsverkehr geladen werden kann. Deswegen machen wir das jetzt. Wie kann eine Wareneingangs- und Eingangsprüfung stattfinden? Dafür gibt es hier zwei Optionen. Also einmal Wareneingangsprüfung, das ist vom Einkauf zu erledigen, und einmal Rechnungseingangsprüfung, die ist dann von der Buchhaltung zu erledigen. Sobald die beiden Sachen geprüft und Häkchen gesetzt werden, kann die Verbindlichkeit gespeichert werden. Und in der Übersicht sehen wir, dass die ersten beiden Ampeln auf grün springen.
Genau, die zweite Option, wie wir die neue Verbindlichkeit anlegen können, ist direkt im Modul Verbindlichkeiten, also unter Buchhaltung Verbindlichkeiten gibt es einen Button Neu und da müsste man manuell erstmal den Lieferanten suchen und die Daten werden aus den Stammdaten übernommen. Dann würde man den Betrag festlegen und Mehrwertsteuer berechnen können mit dem Button Berechnen. Dann wird das automatisch berechnet. Ein Buchungstext ist an der Stelle wichtig, um dann eben Vorkontierung durchführen zu können. Auf der rechten Seite, wie gesagt, die Daten zu Zahlungsbedienungen und Skontobedienungen und so weiter. Wir würden die Verbindlichkeit speichern und der Prozess beginnt von vorne, also sprich die Eingangsrechnung von dem Lieferanten wird hier auf der rechten Seite hochgeladen. Man geht auf Vorkontierung mit dem neuen Eintrag, würde man das Sachkonto auswählen und Buchungstext wird dann automatisch übernommen, weil wir den schon gepflegt haben. Auf Speichern. Im Protokoll würde man sehen, was alles bereits mit der Verbindlichkeit passiert ist. Verbindlichkeit wurde angelegt, der Lieferant wurde übernommen, haben wir ja manuell gemacht. Die Verbindlichkeit wurde gespeichert und die Freigaben zur Wareneingangsprüfung und Rechnungseingangsprüfung, die fehlen noch bei uns, können entsprechend vorgenommen werden. Das war es schon zum Thema Verbindlichkeiten. Da sind die wichtigsten Informationen, was man alles dazu wissen muss und beachten muss. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.